Ich möchte noch etwas zu dem Thema Seelen sagen. Und zwar auch jetzt, weil ich gestern eine Arte-Dokumentation gesehen habe über Aborigines und die Ureinwohner in Südamerika und bestimmte Völker und ihr Bezug zu der Natur und zum Kosmos. Und das fand ich sehr interessant, weil ich eigentlich zu allem Ja sagen kann, ja, so empfinde ich auch. Und darum mache ich jetzt, ich habe ja ein Video gemacht mit dem Namen Seelen, mache ich dieses und werde es wahrscheinlich Seelen 2 nennen, Teil 2. Und ich versuche, dass es nicht zu lang wird. Also Seele ist das, was man nicht sieht an sich. Wir haben den Körper, das nennen wir Materie. Wir haben Geist, das ist im Kopf. Und die Seele ist sozusagen eine Mischung aus Geist und aus Gefühl, Emotionen und das, wo man sagen würde, ich bin. Das, was mich ausmacht, was ich fühle, ich bin. Dieser Kern, das ist die Seele und das haben alle beseelten Wesen. Wir sind nicht die einzigen Wesen, die eine Seele haben. Und das wollte ich kurz erklären. Dieser nahe Bezug zur Umwelt, zur Natur, zu Tieren, Pflanzen, Steinen, Bergen, Tälern, Bächen, Meer, von den Naturvölkern, den können wir auch nachvollziehen und erleben. Zum Beispiel kennt wahrscheinlich jeder das Gefühl, wie es ist, wenn man alleine in den Wald geht oder durch den Wald geht. Wenn man zu zweit geht, ist es wieder ein bisschen anders, weil man den anderen spürt. Man spürt die Seele des anderen und den Geist des anderen. Man ist nicht allein, was auch logisch ist, wenn man zu zweit da durchgeht oder mit mehreren. Wenn man alleine in den Wald geht oder durch den Wald geht, dann kann man eigentlich schon nach wenigen Schritten fühlen, man fühlt sich irgendwie so, als wäre man im Zentrum des Universums. Quasi, als würde alles auf einen gerichtet sein und auf einen einströmen. Man hat so ein Gefühl von Betroffenheit, von ein ganz starkes Gefühl, ich bin jetzt hier im Moment lebendig, hier auf der Erde, hier an diesem Ort und ich fühle euch alle. Und ich fühle, wenn ich allein in den Wald gehe, dass die Bäume nicht tote Dinge sind. Das ist nicht etwas, als wenn ich etwas aus Plastik gieße oder herstelle und stelle mir das in die Wohnung, sondern der Baum ist ein lebendiges Wesen und auch ein Wesen mit Seele. Da würden mir wahrscheinlich alle Naturvölker zustimmen. Das heißt, ich kann mich auch mit einem Baum unterhalten auf geistiger Ebene. Ich kann als Mensch zu einem Baum sprechen mit meinen Worten. Der Baum antwortet mir aber nicht mit Worten zurück, aber er empfängt das, was ich sage und er versteht das, was ich sage. Und wenn er mir antworten will, wird er auf irgendeine Art und Weise antworten. Das ist ein sehr schönes Erlebnis und das kann man mit allen Wesen haben, mit allen Lebewesen haben.
Unsere Seele, die wird wiedergeboren. Unsere Seele ist die Reisende, sozusagen. Unser Körper ist das, worin unsere Seele jetzt im Moment derzeit zu Hause ist. Sie bewohnt unseren Körper. Meine Seele bewohnt diesen Körper. Und sie ist darin zu Hause, solange dieser Körper existiert. Existiert mein Körper nicht mehr, bedeutet das aber nicht, dass meine Seele weg ist, sondern meine Seele ist immer noch lebendig und reist weiter. Und das ist gewissermaßen ein Wunder. Wenn ich jetzt weiter in die Natur gehe und eben primär vor allen Dingen, wenn man alleine ist, weil man dann auch konzentriert ist auf das Äußere, kann man überall fühlen, dass man zu allem einen Bezug hat. Man kann so etwas fühlen. Es gibt eine geistige Ebene, das heißt nicht ein Geist, ein Gespenst, sondern es ist mehr als nur ein Denken von Wesen, sondern es ist quasi das Dasein von anderen Wesen, die Existenz gepaart mit einem Geist, einer geistigen Größe und auch mit dem Empfinden von Ich bin, weil das alles beseelt ist. Und das kann ich auch fühlen, wenn ich zum Beispiel an einen Fluss gehe oder an einen See oder an einen Bach und ich selber verhalte mich ganz ruhig, setze mich dahin oder stelle mich dahin, da kann ich fühlen, es geht etwas aus von diesem Fluss oder Bach. Das kommt zu mir, das berührt mich, es ist unsichtbar, es ist keine Materie, es ist nicht das Wasser selbst, sondern das, was der See oder das Wasser sozusagen empfindet als ich bin. Das Wasser empfindet, ich bin Wasser. Oder ein Bach empfindet, ich bin ein Bach und lebt mit diesem festen und tiefen Gefühl der Existenz und strahlt dieses nach außen aus. Wir, die wir primär in Städten leben und in geschlossenen Räumen und mit Technik zu tun haben, haben das oftmals verlernt, was wir aber als kleine Kinder schon empfunden haben und gefühlt haben. Da war das noch normal, dass wir eine Verbindung zu allem haben. Darum wollen wir als kleine Kinder auch alles anfassen und erkunden und einen Bezug dazu haben und das erleben. Wir als erwachsene Städter haben das oftmals verloren. Quasi. Verloren heißt aber nicht, es ist ganz weg aus uns, sondern wir können das wiedererleben, indem wir es einfach praktizieren. Indem man einfach mal rausgeht, raus aus der Wohnung, raus aus der Stadt und mal in die Natur geht, in die Landschaft und sich Neues auch anschaut und vor allen Dingen anschaut, was nicht vom Menschen geschaffen ist. Also reine Natur. Und dann kann man, wenn man vielleicht eine Viertelstunde, halbe Stunde darin ist, spazieren geht oder sich irgendwo hinsetzt oder hinlegt, kann man diese tiefe Verbundenheit zu allem fühlen. Man kann fühlen, ich bin mit allem verbunden, mit der Wiese, mit den Bäumen, mit dem Wasser, wenn etwas in der Nähe ist. Ich bin verbunden mit dem Himmel, der über mir ist, egal ob er bewölkt ist oder blau. Ich bin verbunden, wenn ich es abends mache oder im Dunkeln mache, verbunden mit allen Sternen, mit dem Mond, mit allem, was es gibt, was aktiv ist, mit allem, was eine Seele besitzt und somit lebendig ist, weil die Seele lebendig ist. Ja, und das ist ein wunderbares Gefühl, wunderschön und vor allen Dingen in den schwierigen Zeiten, die wir jetzt im Moment auch haben, ist es schön, wenn man sich daran erinnert, dass es dieses andere gibt, dieses Schöne und Leichte,
Das ist toll und eine tolle Erinnerung. Und es ist auch schön, wenn man mit diesem Bewusstsein lebt, jeden Tag, und mit diesem Bewusstsein sozusagen geht. Man trägt es in sich mit. Das ist schön. Es hat wenn es einem bewusst ist es eine Selbstverständlichkeit. Es ist selbstverständlich, dass mich ein Hund grüßt, der an mir vorbeigeht oder mir entgegenkommt. Es ist für mich selbstverständlich, wenn ich irgendwo hergehe, dass da ein oder zwei Vögel plötzlich auf einem Zweig neben mir landen oder auf einem Zaun, was auch immer. Es ist für mich selbstverständlich, dass mir Tiere begegnen. Es ist mir selbstverständlich, dass Tiere oftmals versuchen, einen Kontakt aufzunehmen, eine Kommunikation. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich empfinde, wenn ich neben einem Baum stehe, an einem Baum stehe, wenn ich einen Baum umarme oder berühre, fühle ich, dass es ein Wesen ist, ein lebendiges. Bei all diesen, die ich jetzt genannt habe, ist es so, ich kann sie berühren mit meinen Händen. Das machen wir als Kind auch, als Kleines. Wir wollen alles anfassen, alles erkunden, alles berühren. Wir begnügen uns nicht damit, dass wir es sehen und sagen dann für uns selber, ich kenne es jetzt, sondern wir laufen ja dahin, ungeachtet aller Fragezeichen und vielleicht auch Gefahren, weil wir das noch gar nicht kennen, laufen wir dahin und fassen an. Und genauso wie man ein Pferd anfasst, fasst man einen Hund an oder aber auch ein Stromkabel an einem Zaun, weil man keine Erfahrung hat, wie es ist, wenn man an einen elektrischen Zaun fasst. Hat man es einmal erlebt, dann weint man vielleicht als Kind vor Schreck mehr als vor Schmerz, aber dann weiß man für die Zukunft in seinem Leben, da fasse ich mal lieber nicht an. Fasst man einen Hund an und der Hund ist freundlich zu einem und man kann ihn streicheln und fühlt seinen Körper, seinen warmen Körper, und man fühlt, dass der Hund glücklich ist. Dadurch, dass man ihn berührt, ist es auch etwas, das vergisst man sein ganzes Leben nicht. Genauso, wenn man ein Pferd streichelt, eine Katze oder irgendein anderes Tier. Das merken wir uns, das ist in uns drin, und dieses Erleben wird Teil unserer Seele, der Erfahrung, die unsere Seele macht. Es ist ein innerer Reichtum, anders als das, was wir für Geld kaufen können, was außerhalb von uns als kaufbare, tote Ware, weil sie nicht beseelt ist, existiert. So, darüber hinaus gibt es aber auch etwas, was dieses überschreitet oder diese Grenze überschreitet. Und damit bin ich immer noch da, wo die Aborigines, die australischen Ureinwohner oder Indianer oder andere Naturvölker auch Erfahrung mit haben. Das ist, ich kann plötzlich eine Erscheinung haben. Das heißt, ich sehe etwas völlig real erscheinend, realistisch, und wenn ich das Bedürfnis habe, ich möchte das berühren, umarmen oder anfassen, kann es sein, dass es nicht berührbar ist. Das heißt, es erscheint mir wie Materie, als wäre es etwas Körperliches, aber ich kann es nicht anfassen. Es kann auch sein, dass es plötzlich verschwindet, wenn ich es anfassen will oder darauf zugehe, was ich erlebt habe, mehrmals, und ich habe ja auch in Videos darüber berichtet, eine Erfahrung, und zwar ohne, dass ich irgendwelche Medikamente, Drogen, Alkohol oder irgendetwas zu mir genommen habe oder in irgendeiner Form krank bin, sondern völlig fit, gesund habe ich dieses Erlebnis. Für die Indianer ist es völlig normal,
Bei uns ist es so, sagt man es jemandem, dann wird man für verrückt erklärt. Sagt man es einem Arzt, dann sagt er einem, dass man krank ist, dass man Halluzinationen hat, dass man, was weiß ich, in irgendeiner Form auf jeden Fall krank ist, weil man nicht so funktioniert, wie alle anderen funktionieren. Und ich genieße das immer, diese Erfahrung, diese Erlebnisse, weil die eben über alles hinaus steigen noch. Und dieses Gefühl, dass ich eine Erscheinung haben kann, das heißt, sieht aus wie lebendig auch, also nicht nur, dass da etwas steht, sondern völlig lebendig. Ich könnte zum Beispiel ein Pferd daherlaufen sehen und gehe ich dahin und möchte das Pferd streicheln oder gehe darauf zu, kann es sein, es ist plötzlich weg. So, nicht mehr da, dann kann ich suchen, mich umdrehen und schauen, es gibt es nicht mehr. Und dann weiß ich, es ist eine Erscheinung. Und das ist auch etwas, wo ich sage, das trifft auf vieles zu, auch was in der Bibel steht, was da berichtet wird, was man gesehen hat, welche Erlebnisse man gehabt hat, dass das oftmals Erscheinungen sind. Das heißt, es ist nicht fassbare Materie. Und man hat aber den Eindruck, das geschieht tatsächlich. Man kann es eigentlich nur dadurch herausfinden, wenn es plötzlich auf unerklärliche Weise verschwindet oder dadurch, dass man es anfassen will und man kann quasi hindurchgreifen oder es ist auf jeden Fall nicht antastbar. Und es ist nicht antastbar, weil es nicht Materie ist. Es kann trotzdem etwas sein, was beseelt ist. Es kann auch sein, dass es die Seele ist, die nicht in Materie sozusagen beheimatet ist, sondern es ist Seele, die ist auf einer Art Zwischenstufe gelandet oder zu Hause. Und das heißt, sie ist auch in einem beweglichen Körper quasi, aber nicht materiell fassbar, aber als Erscheinung körperlich. Und darum kann die Seele auch darin laufen, sich bewegen, etwas machen, es kann etwas ablaufen und für uns, für unser Gehirn, für unseren Geist, für unsere Augen kann es auch so sein, dass es vielleicht so ist, wie Halluzinationen definiert sind oder für Wüstenbewohner, dass man eine Fata Morgana hat, dass man in der Wüste plötzlich etwas sieht, auch ein Tier, ein Lebewesen, das aber nicht existiert. Es ist eine geistige Täuschung. So und sowas kann uns auch widerfahren und ich möchte gerne sagen, man braucht keine Angst davor zu haben, sondern es bereichert den Horizont. Und zwar um ein zigfaches, vielleicht um ein tausendfaches weiter reicht der Geist dadurch, dass man so etwas erlebt und dadurch, dass man keine Angst davor hat, dass man dazu steht, es nicht verleugnet, um anderen Leuten zu gefallen, sondern dass man es ganz, ganz tief in sich hat und in der eigenen Seele nimmt man es mit. Und man braucht ein dickes Fell, weil man erlebt, dass man nicht ernst genommen wird von den allermeisten Menschen. Es interessiert auch niemanden, es interessiert mehr, was weiß ich, mit Sicherheit ein Handy oder irgendein Spielzeug oder ein Auto oder was es an Konsumgütern gibt. Das interessiert viel, viel mehr, als wenn man von seinem Erlebnis erzählt. Und wenn ich von meinen Erlebnissen erzähle und ich fühle, der andere glaubt mir auch nicht. Erstens hat er kein Interesse an dem, was ich sage, weil er es als Blödsinn definiert.
Und zweitens, es interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn nicht, er kann sich nicht dort hineindenken. Er kann es auch nicht als Bereicherung empfinden oder neugierig sein, sondern es ist eigentlich in fast allen Fällen Ablehnung oder Gleichgültigkeit. Und darum braucht man, was wir so sagen im Alltag, ein dickes Fell. So, ich muss das einstecken können, wegstecken können, darf nicht traurig sein, weil mir der andere nicht glaubt oder kein Interesse hat. Ich darf nicht verletzt sein durch die Gleichgültigkeit, sondern ich bleibe bei mir und bleibe bei meiner Seele und bleibe bei meiner Erfahrung und bleibe bei meinem Geist, der viel, 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 viel größer ist, viel, viel weiter reicht. Und da bin ich ganz bei den Indianern und Ureinwohnern und Aborigines, die genau das Gleiche fühlen und empfinden und die jeden Buchstaben von dem, was ich erzähle, verstehen würden. Gar kein Problem. Und ich verstehe, was Sie sagen und mir an Erfahrung mitteilen. Und das, wie Sie zum Beispiel Natur erleben oder wie Sie den Kosmos erleben. Und das wollte ich jetzt gerne sagen. Ich nenne dieses Seelen 2, den zweiten Teil. Die Seele ist also etwas Wunderschönes, Lebendiges, Unerklärliches eigentlich im weitesten Sinne, dass man jetzt sagen könnte, man hat alles durchschaut und weiß genau, wie sie quasi in Anführungsstrichen funktioniert. Was sie ist, das kann man nicht genau definieren. Ich habe versucht, es zu definieren, indem ich gesagt habe, es ist letztlich das Ich Bin. Was jeder haben kann, dieses Gefühl. Und die meisten haben es und viele haben es, aber es ist ihnen nicht bewusst, weil sie noch nicht darüber nachgedacht haben oder es noch nicht so kennengelernt haben, dass sie plötzlich das Gefühl haben, ich bin irgendwie betroffen, kann es gar nicht so genau jetzt erklären, aber es geht etwas ab um mich herum, in der Welt und in mir selber. Geschieht etwas, es gehört alles irgendwie zusammen oder hat einen Bezug und es ist ein tolles Gefühl. Ein wirklich tolles Gefühl, und da weiß ich, was Leben ist. Leben ist dieses Ich bin. Ich bin ist das Gegenteil von ich bin nicht. Ich bin nicht, das heißt, man existiert nicht. Aber ich bin heißt, ich existiere. Ich bin lebendig, ich bin ein lebendiges Wesen, ich habe eine lebendige Seele. Und genauso empfindet ein Baum oder ein anderes Wesen. Jedes Tier hat ein Empfinden von Ich bin. Jedes Tier ist beseelt. Das ist einfach so, ob man mir das jetzt glaubt oder nicht glaubt. Ein Tier ist nicht ein toter Gegenstand oder ein Gegenstand, der sich bewegt, sondern ein lebendiges Wesen mit einer Seele und auch mit Geist, mit Gedanken. Das ist so. Und ein Tier entscheidet auch aufgrund des eigenen Instinkts, der eigenen Gedanken, der eigenen Empfindung, was es macht, wohin es geht, was es tut, was es gleich tun wird, vielleicht auch was es morgen tun wird. Aber Tiere leben noch viel mehr in dem Moment, in dem Aktuellen, als wir es tun. Wir haben ja meistens vorausschauend irgendeine Planung. Manchmal über Wochen, Monate oder schon Jahre haben wir festgelegt, an dem und dem Tag oder in dem und dem Monat
mache ich das und das, ich gehe dahin, ich fahre dahin, ich werde dieses machen, obwohl man gar nicht weiß, dass das tatsächlich geschieht, weil man in Wahrheit gar nicht weiß, was in der nächsten Sekunde geschieht. Es kann ja sein, dass ich in der nächsten Sekunde plötzlich tot umfalle, aus unerklärlichen Gründen. Dann ist das alles schön gedacht, was ich da in einem Jahr tun will oder in einigen Monaten, aber es wird nicht wahr, weil ich eben nicht mehr bin, sondern ich bin nicht, wenn ich tot bin. Dann bin ich bestenfalls tot, ein toter Körper. Meine Seele ist weiterhin lebendig, reist weiter. Sie sucht sich eine neue Erfahrung, ein neues Erleben und auch, wenn sie es möchte, einen anderen Körper, den sie bewohnen kann und mit dem sie zusammen, gemeinsam etwas erleben kann und Erfahrungen machen kann. Ja, das wollte ich jetzt gerne sagen. Und wie gesagt, es ist ein wunderschönes Gefühl, so zu empfinden, so zu denken. Und es ist unvergleichlich mehr als alle Wissenschaft der Welt zusammengenommen, in allen Fächern, in allen Richtungen, weil das ist alles, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, klar definiert, festgelegt. Dadurch, dass ich es klar definiere, ist es in gewissem Sinne gefangen. Befangen, es ist nicht mehr frei, es ist nicht ein freier Geist, der sich ausdehnt, weiter wird und lebendig ist, sondern es sind Erkenntnisse. Die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse werden nach einiger Zeit, vielleicht nach Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten revidiert und dann wird festgestellt, man hat sich vertan oder das, was man definiert hat, sich verändert und die Definition trifft nicht mehr zu. Das ist aber nicht bei unserer Seele und nicht bei unserem Geist. Er ist immer zutreffend, er ist immer lebendig und er dehnt sich immer aus. Wir schrumpfen nicht sozusagen zusammen, sondern unsere Seele hat das Gefühl, sich auszudehnen, zu erweitern. Und deshalb macht sie auch all die Reisen. Ja, das ist schön, das ist einfach ein unglaubliches Wunder, so zu denken, so zu empfinden. Und es ist toll zu empfinden, dass man mit allem in irgendeiner Art in Verbindung steht. Und natürlich ist es super toll, wenn man einen anderen Menschen begegnet, den man lieben kann auf der Ebene und der ähnlich oder genauso fühlt und empfindet. Und wenn man dann diesen anderen liebt und der andere liebt einen auch, ist das natürlich noch mal ein hohes Maß an Glücklichsein. Wirklich, dann ist man wie verzaubert glücklich. Und das Schönste von allem ist die Liebe. Andere zu lieben, andere Wesen zu lieben, geliebt zu werden und in dem Gefühl von Liebe zu leben, lebendig zu sein. Das ist einfach wunderschön, wahrscheinlich das schönste Empfinden und vielleicht auch das höchste und größte überhaupt. Es gibt in der Bibel dieses Zitat, diesen Ausspruch: Es gibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die stärkste unter ihnen, die größte unter ihnen. Und da ist schon festgelegt, quasi, oder beschrieben, ich meine 2000 Jahre her, dass die Liebe größer sein kann als der Glaube, größer sein kann als die Hoffnung. Wenn die nicht mehr da sind, ist trotzdem die Liebe noch da. Ja, das wollte ich jetzt sagen und ich wünsche allen eine schöne Zeit und
ein tolles, schönes Empfinden, hier auf der Welt, auf dieser Welt, in dieser Welt zu sein und in dieser Welt glücklich sein zu dürfen, glücklich sein zu können. Also es muss auch eine Bereitschaft geben, dass man glücklich sein möchte. Ja, und das ist toll. Also jetzt mache ich Schluss. Es ist länger geworden, das Video, als ich ursprünglich dachte. Und jetzt mache ich Schluss. Ja, okay. Und tschüss.